30 Mal gefehlt, 30 Mal ist nichts passiert und dann hat's Bäm gemacht. Darum geht es heute bei Das Schwere leicht gesagt zum Thema Trauer im Unternehmen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer nächsten neuen Folge von Das Schwere leicht gesagt. Und mein heutiger Gast ist eine Juristin, die kommt aus dem süddeutschen Raum. Und sie hat viele Jahre Personalverantwortung selbst operativ getragen. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, ich gehe mal in Richtung BEM. Und für viele ist ja BEM eine Hassvokabel, sage ich mal so, weil die einen, die wissen nicht, was sie darunter verstehen sollen. Die nächsten haben davor Angst, egal auf welcher Seite ich stehe. Und genau deshalb habe ich Anja Kaiser eingeladen und dass wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und auch die Frage, was kann BEM möglicherweise bei dem Thema Trauer im Unternehmen ja, helfen. Liebe Anja, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, Stefan. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, sag mal, wie bist du eigentlich zu diesem BEM gekommen? Gute Frage. Ich bin tatsächlich zu dem Thema BEM gekommen im Laufe meines Personalerdaseins. Im Betrieb habe ich angefangen zu arbeiten als Personalreferent und habe dann relativ schnell gehört, da gibt es doch ein neues Gesetz, BEM. Musste ich erst mal nachfragen, was heißt das eigentlich? Betriebliches Eingliederungsmanagement. Und ehe ich mich versah, hatten wir tatsächlich schon eine Konzernbetriebsvereinbarung vor uns auf dem Tisch liegen. Und dann hieß es, macht mal, setzt das mal bei euch am Standort um. Und da war dann tatsächlich Okay. dieses Thema da. Mhm, mhm. Und wahrscheinlich ist es auch erstmal von allen Seiten her ziemlich holprig angenommen worden, oder? Ganz ehrlich, wir wussten gar nicht, was da dahinter steckt. Wir wussten gar nicht, was für ein Ziel damit erreicht werden sollte. Und dann haben wir, glaube ich, in dem Moment gar nicht falsch reagiert, indem wir dann gesagt haben, wir brauchen erstmal eine Schulung zu dem Thema BEM. Wir müssen erstmal wissen, was wir da machen sollen. Nicht nur wir im Personalbereich, sondern klar war auch Konzernbetriebsvereinbarung. Der Betriebsrat sitzt auch mit am Tisch. Und da haben wir dann entschieden, wir gehen zusammen in einen gemeinsamen Workshop, um uns da aufzuschlauen. Ja, ich sag mal so, es ist ja auch in aller Seite Interesse, denn wir haben mittlerweile einen Mitarbeitermarkt und das Unternehmen hat das Interesse, die Mitarbeiter zu halten. Dasselbe hat auch in der Regel die Mitarbeitervertretung. Und insofern, ihr zieht nicht nur am selben Seil, sondern auf derselben Seite. Und dann ist es auch gut, wenn man zusammen die Schulung macht. Absolut, vor allem, weil uns war schon relativ schnell klar, dass das Thema ja auch angstbesetzt ist. Da geht es um Krankheit, da gibt es Ängste. Die Mitarbeiter wissen nicht, wie sehr sie sich öffnen dürfen oder sollen. Und der Betriebsrat in gewisser Weise als Verfechter der Mitarbeiterinteressen hat sich schon in der Position gesehen, die Mitarbeiter natürlich auch zu schützen und auch aufzupassen, was in den Gesprächen von den Mitarbeitern mitgeteilt wird. Und da war mir eigentlich ziemlich schnell klar, wir müssen gemeinsam schauen, was sollen wir, was dürfen wir und wo sollen wir vor allem uns gegenseitig auch nicht behindern, damit dieses Thema BEM auch seinem gesetzlichen Auftrag nahe kommt, so wie wir es dann nachher auch implementieren wollten. Mhm. BEM kommt ja in erster Linie bei dem Stichwort, glaube ich, Mental Health, oder? Ja, dieses Stichwort gab es damals noch nicht, als ich angefangen habe, Ja. 2008. Das ist ja jetzt erst so in den letzten Jahren Mhm. in meiner Wahrnehmung groß geworden. Aber natürlich, die mentale Belastung in jeglicher Form, die Mitarbeiter ja ereilen kann, die ist natürlich im BEM sehr oft ein Thema, ganz Ja. klar. Damit werden wir immer konfrontiert. Und BEM bekommt man ja dann, ich habe es ja im Eingang schon ein bisschen suffisant gesagt, wenn man 30 Arbeitstage innerhalb von 12 Monaten nicht am Arbeitsplatz ist, dann hat der Arbeitgeber die Aufgabe, zum BEM einzuladen. Da gibt es ja auch manche Arbeitgeber, die da sagen, Müssen wir das jetzt unbedingt?" Aber was sagst du jetzt auch als Juristin dazu, wenn ich jetzt als Arbeitgeber sage, Das Thema umschiffen wir mal lieber"? Mhm. Also ich halte es für keine gute Idee, wenn der Arbeitgeber sagt, wir möchten da eigentlich gar nichts mit zu tun haben, wir möchten das gar nicht anbieten. Denn Mitarbeiter, die krank sind, die
belasten ja letztlich auch die ganzen Abläufe im Unternehmen. Einmal sind sie selber krank, sie haben natürlich selber die größten Themen zu tragen, aber der Betrieb muss auf sie verzichten. Und wenn ich als Arbeitgeber nicht mit meinen Mitarbeitern spreche und schaue, kann ich euch vielleicht unterstützen? Woher kommen denn eure Krankheitszeiten? Können wir vielleicht für euch am Arbeitsplatz Verbesserungen verschaffen oder auch andere Unterstützung anbieten? Dann nehme ich das ja auch nicht in die Hand als Arbeitgeber, und die Krankheitszeiten, die können ja unter Umständen immer weiter und immer länger andauern und der Betrieb verzichtet darauf. Und, das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig, läuft Gefahr, dass andere Mitarbeiter, die dort die Arbeit ja miterledigen müssen, irgendwann auch in die Belastungsspirale kommen und vielleicht weitere BEM-Fälle dadurch entstehen. Also das ist ja auch immer die große Gefahr dabei. Ja, und es gibt ja noch einen Punkt, das sage ich jetzt, spreche ich auch die Juristin an. Mhm. In dem Moment, wo ich dann sage, aber mit dem Mitarbeiter XY, da wollen wir nicht mehr. Und dann sind wir vom Arbeitsgericht und dann ist der Arbeitsrichter und sagt, haben Sie denn schon einen BEM? Nee, haben wir. Daraufhin ist das Mhm. Thema ja in der Regel zu Ende, oder? Da hast du vollkommen recht. Wenn es dann tatsächlich vor dem Arbeitsgericht um die Rechtmäßigkeit einer Kündigung geht, wird jeder Arbeitsrichter den Arbeitgeber fragen: Habt ihr denn überlegt und erforscht, woran die Krankheitszeiten, oder woher die Krankheitszeiten kommen? Und habt ihr Möglichkeiten im Betrieb, ermittelt, wie der Krankenstand des Mitarbeiters auch reduziert werden könnte? Und genau das mache ich üblicherweise in einem BEM-Verfahren. Und wenn ich das nicht durchgeführt habe, kann ich diesen Nachweis nicht erbringen. Und dann kann ich mich darauf einstellen, dass meine Kündigung nicht halten wird und ich dann nach Hause gehe und mich mit dem Mitarbeiter auf jeden Fall irgendwann auseinandersetzen muss. Und das ist für beide keine schöne Situation, wenn es so weit kommt. Absolut, denn dann ist das Vertrauensverhältnis auf beiden Seiten zumindest angegriffen, wenn nicht sogar Ja, zerrüttet. Und ja. muss nicht sein. Muss, Nein, dem kann man auf jeden Fall vorbeugen. ja. Ja. Und manchmal ist es ja auch ganz interessant, was dann auf einmal rauskommt in so einem Gespräch, ja. Viele denken ja auch erstmal, es hat erstmal nur mit dem Arbeitsplatz zu tun, weil der Kollege XY mir auf die Nüsse geht oder weil mein Schichtplan so schwierig ist. Du hast auch eine Geschichte oder mehrere Geschichten erlebt, wo es einfach auch eine private Situation gibt, die möglicherweise die Beteiligten vorher am Arbeitsplatz nicht kundgetan haben, warum auch immer, und wo es dann auf einmal zu großen Ausfallzeiten gekommen ist. Mhm. Kannst du Mhm. dazu mal was sagen? Ja, also ich habe in meiner Zeit als Personaler und jetzt ja auch selbstständig Tätige schon hunderte BEM-Verfahren betreut. Und ich stelle immer wieder fest, dass es nicht nur die Arbeitsplatzthemen sind, die auf die Gesundheit negativ sich auswirken können, sondern wir haben in der Regel auch bei mindestens der Hälfte der BEM-Fälle private Themen, private Ursachen, private Belastungssituationen, die die ganz breit gestreut sind, ja, die kann ein Pflegefall sein, kann ein traumatisierendes Erlebnis sein, wie in dem einen Beispiel, über das ich jetzt noch gern berichten möchte, bei dem eine Mitarbeiterin ihr kleines Kind durch einen Verkehrsunfall verloren hat und sie ist selber noch in diesem Auto gesessen, hat dieses Auto gelenkt und ihr Kind ist dabei ums Leben gekommen und das wusste niemand in der Geschäftsführung. Und irgendwann war die Mitarbeiterin sehr viel krank, häufig krank, und es kam zu einem BEM-Verfahren. Und in diesem Gespräch, es waren mehrere Gespräche, die dann stattgefunden haben, kam dann dieses Thema nach oben und sie hat davon berichtet. Und wie wir dann erfahren sollten, war das natürlich für sie so belastend, dass sich daraus weitere Symptome ergeben haben. Und in ihrem Befundbericht, den ich dann auch mal lesen durfte, von verschiedenen Ärzten, stand eben auch drin, dass sie an Depressionen gelitten hat, aufgrund von Trauerreaktionen, Verlust und Trauerreaktionen. Und die haben sie sehr, sehr lange begleitet. Jetzt muss ich aber noch mal nachfragen, konnte die Mitarbeiterin darüber vorher nicht reden? War da kein Platz im Unternehmen oder wollte sie nicht reden? Oder Mhm. wie ist da so diese Situation? Ich weiß nicht, wie weit du jetzt darüber sprechen kannst, weil das ja auch Mhm. ein Kunde von dir ist. Aber könntest du uns da an der Stelle mitgeben? Mhm. Also
Die Mitarbeiterin hat gegenüber der Personalabteilung darüber nie ein Wort verloren. Ich weiß nicht, ob sie in ihrem Kollegenkreis bei den engsten Kolleginnen, die um sie herum gearbeitet haben, sich da geöffnet hat. Vielleicht, aber sie hat es nicht offiziell Mhm. kommuniziert, dass sowas vorgefallen ist. Und da fragt man sich natürlich dann schon, was ist da für ein Vertrauensverhältnis zum Arbeitgeber da? Weil man in so einer Situation ja schon auch mal eine gewisse Zeit einfach auch mal ausfällt und dann auch, mal mitteilen kann: „Ich bin gerade einfach nicht belastbar. Ich bin nicht Mhm. arbeitsfähig.“ Mhm. Und, da muss ich sagen, war offensichtlich kein Vertrauensverhältnis gegeben und es war auch eine Mitarbeiterin aus der Produktion, wo ich sehr oft feststelle, dass da gegenüber dem Arbeitgeber sehr große Hemmungen sind, so ein ganz starkes Über-Unterordnungsverhältnis existiert und die Mitarbeiter da sich sehr klein fühlen und, sehr zurücknehmen und sehr ängstlich auch sind. Wie hat in diesem Moment eigentlich die Arbeitgeberseite reagiert? Im BEM ist ja auch immer ein Vertreter des Arbeitgebers oder der Ja. Arbeitgeberin da. Wie ist das in diesem Moment eigentlich angekommen? Also die Arbeitgeberseite, die Personalleiterin, die dort anwesend war, die hat sehr verständnisvoll reagiert. Die hat also wirklich beide Ohren geöffnet und hat sich sehr interessiert und war auch sehr mitgenommen und hat, denke ich, auch selber sich in gewisser Weise Vorwürfe gemacht, warum da überhaupt nie was bei ihr angekommen ist. Und dann hat man tatsächlich versucht, ihr Angebote zu machen. Brauchst du Unterstützung? Bist du in medizinischer Behandlung? Können wir dich unterstützen? Und da war sie nicht optimal versorgt. Und im Rahmen Mhm. dieses BEM-Verfahrens kamen dann ein paar Maßnahmen zum Zuge, die wir eingeleitet haben, um ihr zu Mhm. helfen. Jetzt mal ganz unabhängig von diesem Fall, aber welche Möglichkeiten gäbe es jetzt über ein Ja. BEM-Verfahren? Wer sind da im Endeffekt die Player, die da was mit in die Waagschale werfen können? Mhm. Also da gibt's viele Player, die allesamt für den Arbeitgeber kostenfrei sind, von der deutschen Rentenversicherung, über Reha-Maßnahmen bis hin zum Integrationsamt für schwerbehinderte Mitarbeiter oder Mhm. Mitarbeiter, bei denen eine Schwerbehinderung droht. Und genau das habe ich bei ihr auch gesehen, dass sie durch die ja schon Depressionen ja auch in die Gefahr laufen könnte, dass sie irgendwann auch eine Schwerbehinderung erleiden kann oder eben auch bekommen würde. Mhm. Dann gab es noch körperliche Symptome, Schmerzsymptomatiken, ganz extreme Schmerzen. Auch da war die Möglichkeit einer Schwerbehinderung ja auch im Raum. Und ich habe dann den Integrationsfachdienst, den es in jeder größeren deutschen Stadt gibt, kontaktiert und habe ihn gebeten, hier der Mitarbeiterin einfach zur Seite zu stehen und sie zu lotsen. Welche medizinischen Maßnahmen stehen an? Läuft die Schwerbehinderung? Hast du schon den Antrag gestellt? Bist du in therapeutischer Behandlung? Und das hat sie damals sehr, also dankend angenommen, weil sie von dieser Stelle noch nie etwas gehört hatte. Und übrigens viele Arbeitgeber auch von den Integrationsämtern noch relativ wenig wissen, geschweige denn, dass da überhaupt schon ein sehr enger Kontakt und ein sehr enger Austausch stattfindet. Und das ist sehr schade. Da kann man sehr viel profitieren, wenn man diese Stellen auch mit einbezieht und für beide Seiten sich auch zunutze macht. Mhm. Jetzt komme ich nochmal von der ganz anderen Seite. Stichwort Arbeitssicherheit. Gab es da auch eine Gefährdungsbeurteilung Psyche zum Beispiel im Vorhinein oder ist möglicherweise auch der Betriebsmediziner mit eingebunden worden? Wie ist es an dieser Stelle gewesen? Mhm. Also der Betriebsmediziner war eingebunden. Der hat tatsächlich sich auch einen Überblick dann verschafft, mit ihrem Einverständnis, welche Behandlungen laufen schon, wo könnten wir dann am Arbeitsplatz auch Verbesserungen für dich, grad aufgrund der Schmerzsymptomatik einleiten. Und da gab es dann auch Vorschläge. Aber eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, die gab es tatsächlich nicht. Und, meine Wahrnehmung ist, dass viele Betriebe da, große Berührungsängste haben, weil sie auf der einen Seite nicht wissen, wie sollen wir denn das durchführen? Sie wissen nicht, Absolut. was muss denn genau gemacht werden? Und sie haben auch Befürchtungen, dass durch diese GB Psyche Themen hochkommen, die sie ja in gewisser Weise dann anpacken müssen. Wenn Belastungen da sind, dann müssen die ja auch nun beurteilt werden. Man muss Veränderungen Mhm. einleiten, Verbesserungen umsetzen. Und da ist die Scheu noch sehr, sehr groß, sich des Themas anzunehmen. Das ja, ist leider meine Beobachtung. Aber auf der anderen Seite, man wird an dieses Thema ran müssen, wenn man die Mitarbeiter halten will. Absolut. Absolut.
Das ist ein wichtiges Thema, ja, ganz wichtig. BEM und GB Psyche sind sehr eng miteinander verwoben. Das sehe ich ganz genauso oder sehen wir hier vom Ingenieurbüro ganz genauso. Ja. Es geht dabei nicht darum, wie mir jemand mal suffisant, allerdings vor einigen Jahren in einer anderen Position gesagt hat, äh, damals als angehender Pfarrer bei einem Chemieunternehmen wurde ich gefragt, ob ich da nicht den Werkseelsorger geben würde. Daraufhin habe ich doch gesagt, ihr habt eine psychologische Abteilung und die ist auch wirklich gut. Und daraufhin wurde mir gesagt, ich bin doch nicht blemblem. Mhm. Ich glaube, diese Angst steckt sowohl auf der Arbeitnehmerseite als auch auf der Arbeitgeberseite, dass da irgendwie ein Geschmäckle käme in die eine oder andere Richtung. Gerade Ja, diejenigen, deren Hauptjob technisch ist die IT in eins und null denken, ohne dass ich jemand da zu nahe treten möchte, aber die haben lass mir doch mit der Seele oder mit den Emotionen meine Ruhe. absolut, absolut. Das ist, passt einfach nicht ins Arbeitsleben, passt nicht in die Arbeitswelt, wird, ja, wird irgendwo auch totgeschwiegen, ist so meine Wahrnehmung, und wird immer auch noch verurteilt. Derjenige, der psychische Probleme hat, der ist nicht stark, der ist nicht leistungsfähig, den hat man eigentlich schon abgeschrieben. Das ist aus meiner Sicht immer noch in vielen, gerade im mittelständischen Produktionsumfeld, in dem ich mich ja hauptsächlich bewege, immer noch sehr, sehr stark verbunden. Und da ist noch ganz viel Aufklärungsarbeit nötig, sie mitzunehmen. Und vor allem, was ich wichtig finde, allen, besonders der Arbeitgeberseite natürlich zu zeigen, was hast du denn davon, wenn du das machst? Was für einen Mehrwert generierst du eigentlich damit für alle Beteiligten und wie steigert das die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter und dann letztlich auch deren Gesundheitsquote, deren Anwesenheiten und auch deren ja, Produktivität? Die sind freudiger, machen ihre Arbeit gern lieber, die sind einfach produktiver. Und das kann ja letztlich nur im Interesse des Unternehmers sein. Aber diese Zusammenhänge, da brauchst du noch ganz viel Aufklärungsarbeit. Ja, Ja, oder Schmerzen, dass eben halt auch auch, dann Mitarbeiter nach so einer Situation oder in so einer Situation einfach das Unternehmen verlassen. Ja, ja, nach dem Motto richtig. Lernen der Schmerzen. Also auch das haben wir, ja. Ja. Und das ist übrigens auch für viele Betriebe ausschlaggebend. Sie haben ganz große Schmerzen beim Krankenstand. Es drückt, die gehen, sie sind krank, die anderen sind überlastet, sie kriegen kein neues Personal mehr vom Markt. Der Markt ist leergefegt. Und dann kommt oft die Einsicht, wir sollten vielleicht uns etwas Mhm. mehr um unsere Leute kümmern. Und die eben immer wieder krank sind, ausfallen, da müssen wir mal über ein BEM ins Gespräch gehen. Und das ist dann die Plattform. Das BEM-Gespräch ist die Plattform, wo ich dann alles mal offen diskutieren kann und mir auch vor allem die Zeit nehme dafür, mich mal meinen Mitarbeitern zu beschäftigen, mal reinzuhören, was ja sonst im operativen Tagesgeschäft oftmals vollkommen unter die Räder kommt und keine Zeit mehr dafür bleibt und man sie sich auch nicht nehmen kann, weil man ja so zugepackt ist mit operativen Themen, Mhm. strategischen Themen, Mhm. ähm, die ist nicht einkalkuliert, diese Zeit. Leider, Ja, aber sie fordert ihren Tribut. Ja, richtig. Sie fordert ja. ihren Tribut. Ganz genau. Und Geduld ist auch nicht Stärke der Unternehmen, dann abzuwarten, dass Mitarbeiter sich regenerieren, wieder gesund sind, wieder einsteigen, dass man vielleicht Unterstützung gibt, damit jemand wieder zu seiner alten Leistungsstärke zurückfinden kann. Und dieses Geduld haben ist mit einer meiner größten Aufgaben in BEM-Gesprächen, die Arbeitgeberseite immer wieder zurückzuholen, daran zu erinnern, lasst dem Mitarbeiter die Zeit. Wir sind dran, es wird, wir müssen aber Geduld haben. Und da muss man tatsächlich immer wieder dran erinnern und auch die Arbeitgeberseite hier fordern, Mhm. mitzugehen. Bei Trauer erleben wir das ganz genauso im Sinne von, wenn du da bist, bist du 100%, um nicht zu sagen 120% Ja, da. Wenn nicht, bist du nicht da. Aber das darfst du eigentlich auch nicht sein. ja, Also, ja, aber dass sich damit viele ins eigene Fleisch schneiden, sowohl die Unternehmen als auch die Mitarbeiter, denn irgendwann ist es dann nur noch eine Frage der Selbstausbeutung. ja, Dann reden wir über Burnout und dann reden wir über lange Zeit und dann richtig. ist möglicherweise auch keiner mehr da, der sich um den einen oder den anderen kümmert.
Und das schweigt sich wiederum rum. Absolut, absolut. Und in einer Welt, wo so viel nach außen dringt über die Betriebe, was da passiert, wie mit den Leuten umgegangen wird, wie Empfehlungen passieren, wie die Informationen durchsickern, Mhm. kann sowas ja durchaus mehr als geschäftsschädigend sein. Das ist gegebenenfalls lauter als Kununu oder wie die anderen Ja, Portale heißen, ja. Denn genau. oftmals ist es ja auch, man kennt denjenigen aus dem Sportverein, diejenigen aus dem Fitnessstudio oder aus dem Chor oder was auch immer. Du Ja, arbeitest doch dort. Wie ist denn das da? ja. Und spätestens, wenn die erste Mimik da ist, da braucht auch gar kein Wort da zu sein, weiß man schon, da solltest du dich bewerben oder eben halt nicht. Richtig. Und Ja. umgekehrt, wenn ich investiere, wenn ich in BEM investiere, mit meinen Mitarbeitern zusammen nach Lösungen suche und dann auch das Ganze gelingt, was ja in den meisten Fällen tatsächlich auch funktioniert, nicht immer, aber meistens, dann darf ich Folgendes nicht unterschätzen. Diese Mitarbeiter sind viel loyaler, weil sie nämlich kennengelernt haben, dass man sich für sie interessiert und dass sie auch Unterstützung bekommen haben von Trägern, von Stellen, von denen sie vorher noch Mhm. nie etwas gehört haben. Und das werden sie dem Arbeitgeber hoch anrechnen. Und das zahlt ja auch wieder auf die Mitarbeiterbindung ein, die ja heute wichtiger ist als jemals zuvor in meiner Wahrnehmung. Also wir haben ungefähr alle 14 Tage ein Gespräch, teilweise wirklich auch so auf der Straße mit Leuten, die wir beim Gassi gehen sehen, Mhm. wo wir genau das bestätigt bekommen. Ich hatte eine ziemlich schlimme Situation. Mein Arbeitgeber hat sich für mich eingesetzt Mhm. und gerade gestern wieder, ich habe eine Alternative. Ich habe ein Alternativangebot. Ich bekäme sogar 20% mehr, Ja, so aber ist es. ich werde auf keinen Fall wechseln. Ja, ja. Ja. Genau, und die eben dieses Angebot nicht bekommen haben, die in der schwierigen Situation allein gelassen worden sind, bei denen bricht dann alles zusammen und die sind tatsächlich offen für andere Angebote und schließen dann auch mit dem Arbeitgeber komplett ab. Das ist klar. Ja, und Das ist klar. ja, Ich würde gerne nochmal zu deiner Situation mit der Dame zurückkommen. ja, gerne. Das war jetzt nun einige Jahre, liegt jetzt nun einige Zeit Mhm. zurück. Weißt du, wie es der Dame heute geht? Mhm. Also die Dame ist immer noch in Behandlung. Ja, Mhm. wir arbeiten immer noch zusammen im BEM. Der Integrationsfachdienst ist immer noch an ihrer Seite. Man überlegt tatsächlich jetzt auch schon, die Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Aber der Arbeitgeber hat immer noch die Tür offen, hat immer noch die Tür offen. Wenn du wiederkommen möchtest, dann kommst du wieder. Und wenn du nicht wiederkommen kannst, dann tun wir alles dafür, was wir tun Mhm. können, damit du eben auch die Erwerbsminderungsrente beantragen kannst. Aber wir bleiben dauerhaft im Gespräch. Die Tür ist nicht zugeschlagen. Wir hoffen noch, wir wissen es noch nicht aktuell. Da viele unterschiedliche Vorstellungen vom BEM haben, darf ich fragen, wann das BEM angefangen hat? Sprich, über welchen Zeitraum reden wir im Augenblick? Mit dieser Dame Ja. haben wir tatsächlich vor 3 Jahren angefangen. Das heißt also 3 Jahre BEM. Also das ist vielen Das überhaupt ist, nicht bewusst, mhm, welche Länge. Bei manchen heißt es im Endeffekt, ja, wir machen 1, 2 Gespräche und dann ist gut, ja. mhm, Äh, mhm. Lass da Also, drüber, es läuft. ja, genau. Also es ist natürlich nicht der Normalzustand, dass ein BEM so lange dauert, weil sehr komplizierte medizinische Behandlungen auch notwendig waren und man immer wieder im Austausch ist, Mhm. abwarten musste, gerade aufgrund auch der psychischen Erkrankungen. Ähm, Im Durchschnitt würde ich sagen, brauchen wir schon mindestens ein halbes oder ein Dreivierteljahr für ein BEM-Verfahren. Das sind dann 1 bis 3 Gespräche, naja, mehr als ein Gespräch. Also man ist im Regelfall 2, 3 Mal im Gespräch. Weil wenn wir Maßnahmen überlegen und die auch umsetzen, dann müssen wir ja auch beobachten, ob die Maßnahmen wirken, ob es die richtigen sind. Das heißt, wir brauchen ja auch einen Zeitraum der Beobachtung, um dann auch wirklich uns in die Augen schauen zu können und zu sagen, haben wir jetzt mit dem BEM unser Ziel erreicht? Geht es dir besser? Kannst du wieder besser Mhm. arbeiten? Ist die Prognose für uns alle gut? Können wir davon ausgehen, dass es in Zukunft wieder besser funktioniert und wir dich wieder mehr im Betrieb haben können? Und dann können wir das BEM auch beenden. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die wir individuell treffen müssen. Da gibt es keine Checkliste in dem Sinne, sondern das ist so individuell wie jeder BEM-Fall. Aber da müssen wir einfach gemeinsam sagen, jetzt haben wir es geschafft und jetzt können wir das Verfahren auch beenden. Aber
die wenigsten BEM-Fälle sind in meiner Erfahrung nach dem ersten Gespräch schon erledigt, weil es gibt fast immer etwas zu tun. Medizinisch, am Arbeitsplatz oder in Bezug auf private Themen, dass wir da einfach dass wir diesen ersten Austausch angestoßen haben und dann uns wieder treffen und überlegen, was können wir noch tun, was geht vielleicht nicht. Wie geht's dir heute? Oder haben wir vielleicht im ersten Gespräch auch noch nicht über alles gesprochen, was wirklich relevant ist? Weil wir müssen ja auch erstmal Vertrauen aufbauen. Mhm. Deswegen bin ich sehr skeptisch, wenn ich höre, ein Gespräch, bäm, ist alles okay. Hm, Dann habe ich so aus meiner Erfahrung schon den Verdacht, dass man da nicht ganz offen miteinander gesprochen hat, weil ich mich Ja, im oder BEM manche erstmal Sachen öffnen sind muss. vielleicht auch gar nicht bewusst gewesen. Also, Richtig, ja, denn ich könnte mir auch gut vorstellen, dass auch der Mitarbeiterin, um das jetzt auf die konkrete Situation zurückgehen, dass das ihr im ersten Moment auch nicht klar war, wie ja. sehr ihr das aufs Gemüt geschlagen hat. Richtig. Das ist genau, das kam tatsächlich auch erst im Laufe dieser BEM-Gespräche immer mehr zum Vorschein, dass diese Trauer über dieses schreckliche Mhm. Ereignis sich auch in Schmerzen, in körperlichen und psychischen Symptomen ausgewirkt hat, wo sie dann auch selber erst wahrscheinlich zugelassen hat, dass dadurch die Arbeitsfähigkeit natürlich auch beeinträchtigt war, dass sie das überhaupt Ja. erst für sich realisiert Mhm. hat. Das war auf jeden Fall ein Prozess. Absolut. Ja. Absolut. Und man muss natürlich auch losgelöst von dem Fall erstmal dieses Vertrauen aufbauen. Und das Vertrauen kann nur aufgebaut werden, wenn das BEM-Gespräch fair und wertschätzend geführt wird. Beinhaltet aber auch, dass jeder, der dieses Gespräch führt, weiß, was darf ich nicht, was ist das Ziel des BEM. Und da ist aus meiner Erfahrung schon wichtig, dass die das Gespräch führen, sei es von Personalseite oder auch Betriebsrat, die ja oft dabei sind, dass man da einfach auch geschult ist, dass man sich auch updatet. Was ist die neueste Rechtsprechung? Was wird von mir erwartet? Mhm. Was darf jede Seite voneinander erwarten? Das stärkt mich ja auch im Gespräch. Und dann eben auch diese Wertschätzung drüber legt, damit dieses Vertrauen auch sich zu öffnen, damit es auch, ja, damit das aufgebaut werden kann. Weil wir wissen ja, es gibt schlimmste Erlebnisse, die hier eine Rolle spielen, die eine Zeit brauchen, bis sie sich Bahn brechen und die Mitarbeiter dann auch das Vertrauen haben, sich zu öffnen. Weil der Mhm. Arbeitgeber ist nicht immer die erste Vertrauensperson. Und die Ängste sind schon da. Was passiert denn dann mit mir, wenn ich mich so bis auf mein Innerstes quasi hier mich da dem Arbeitgeber offen zeige? Ja. Du mit deinem Business wirst ja dann extern engagiert. Ist das Richtig. eigentlich an der Stelle ein Vorteil? Dass du sagst, ich bin nicht Arbeitgeber, ich bin nicht Arbeitnehmer, sondern ich Ja, bin extern eure Prozessbegleiterin? ja. Oder wie ist es an dieser Stelle? Es ist tatsächlich ein Vorteil, weil ich als neutraler gesehen werde von Arbeitgeber und von Mitarbeiter. Ähm, Die Arbeitgeberseite erhofft sich einen zusätzlichen Blick von außen, weil man sich zum Teil ja schon auch sehr fokussiert auf die Erfahrungen mit dem Mitarbeiter. Man ist sehr einseitig auch unterwegs. Vielleicht verurteilt man den Mitarbeiter zu sehr aufgrund der Erfahrung. Da hilft der externe Blick natürlich schon, da noch mal ein bisschen neue Aspekte zu beleuchten. Und der Mitarbeiter tatsächlich merkt auch, da kommt jemand, der hat überhaupt keine Vorerfahrung mit mir, der ist neutral, dem kann ich Dinge vielleicht auch erzählen, die ich nicht unbedingt dem Arbeitgeber erzählen würde. Und der verurteilt mich nicht von Anfang an. Mhm. Und der hat keine Geschichte mit mir über viele Jahre erlebt. Und der bringt einen neuen Aspekt mit rein. Und ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass es ein Nachteil gewesen wäre, als Externer mit hinzugezogen zu werden. Zumal du bringst natürlich auch die neueste Fachexpertise mit. Und das andere ist jetzt auch noch ein BEM als Personalabteilung. Wir sind doch eh schon Oberkante Unterlippe. Richtig. BEM ist Personalabteilung ist absolut überlastet und hat überhaupt nicht einen Prozentsatz ihrer Tätigkeit für BEM reserviert. Das läuft ja so nebenher. Man hat oft noch gar nicht erkannt, dass BEM schon so einen großen Anteil hat an der Personalarbeit, wenn ich es wirklich gut machen möchte und wenn ich damit gute Ergebnisse erzielen möchte. Und deshalb hilft es vielen Betrieben natürlich auch zu sagen, wir geben unsere Gespräche raus an einen externen Fallmanager, der hier moderiert, der die Gespräche führt und vor allem der die Expertise hat, die ganzen externen Helfer mit
auch ins Spiel zu bringen, weil dieses Wissen haben im Regelfall die Personalabteilungen nicht. Nur die großen Konzerne, die hier auch spezielle Abteilungen haben, Gesundheitsmanagement, da gibt es tatsächlich Experten, die hier fit sind. Aber der Mittelstand hat hier wirklich zu wenig Wissen und ist dankbar darüber, wenn diese ganzen Träger auch mit eingebracht werden und lernt natürlich auch davon. Ja, externes Fallmanagement, so wie ich es mache, ist oft ja auch für eine Weile eine Begleitung, dass man auch sieht und lernt und Mhm. sein Wissen sich ansammeln kann. Aber es gibt Firmen, die begleite ich jetzt schon seit 4, 5 Jahren, die immer wieder auch schwierige Fälle besonders an mich übergeben und Mhm. sagen, bitte hier mal mit reingehen. Wir sind am Ende mit unserem Latein oder wir haben tatsächlich keine Kapazitäten mehr, um das auch noch gut zu machen und gut zu managen. BEM also unterstützt also das Recruiting, ob man es glaubt oder nicht. Interessanter Aspekt, ja, tatsächlich. Ja, also ich habe ja nun selbst auch lange in Personalabteilungen gesessen, sowohl bei Kirche als auch bei einem Chemieunternehmen. Und das würde ich auch heutzutage immer noch sagen, BEM unterstützt das Recruiting. Und ja, ich denke, es ist eine ganz wichtige Sache. Und gerade bei dem Stichwort Trauer, wenn es vielleicht auch erst in der zweiten Runde oder in der dritten Runde rauskommt, aber gerade dann, wenn es in Unternehmen erstmal nicht gelebt oder nicht gesagt werden darf, dann verbreitet das unterschwellig ja, ich sage jetzt doch mal Leichengift. Und nur dann, wenn man die Sache wirklich hebt, und dazu ist BEM ein geeignetes Mittel, dann kann man wieder fröhlich drauf losleben. Genau, dann ist es auf dem Tisch und dann hat man die Plattform und dann wird es zum Thema und genau, und wenn man es dann positiv begleitet und alle merken, das hat tatsächlich einen Vorteil für alle, dann merkt man auch, was für ein Vorteil BEM ist und was für einen Mehrwert das Ganze bringt. Und dann wird es erkannt und dann wird es auch immer mehr genutzt, weil man sieht, da passiert was. Und übrigens auch die Führungskräfte, die dann da immer mehr sehen, es ist jetzt für meinen Vorteil. Ich kann mir ja meine Mitarbeiter selber im Prinzip, ich kann sie unterstützen, ich kriege dann was zurück. Und dann wird es als wirklicher Mehrwert empfunden und dann lebt dieses BEM. Und wenn dann noch Aspekte die mehrere Mitarbeiter betreffen, die verbessert werden können, in die Prävention übergehen und man dann auch noch mit der Arbeitssicherheit zusammenarbeitet und an Arbeitsplätzen in Abteilungen dadurch Verbesserungen anstößt, ja, dann haben wir tatsächlich eine runde Sache und dann ergibt es also wirklich eine unheimlich gute Synergie, von dem alle profitieren. Tatsächlich alle. Lieber Anja, es ist eine runde Sache. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei dir, Stefan.